Beast Boy. Hier haben wir einen tollen Waschkämmen durch Alpen. Wie isst man den und wie tun wir es zubereiten? Klassisch, traditionell tun wir den im Backofen erwärmen. Respektive man tut leicht nicht zu tief, schönes Kreuz einschneiden, eigentlich, dass man gut ein bisschen unter drin kommt, aber eben nicht zu viel. Dann, ich persönlich würde einen Schluck Chasselas drüber tun, in Alufolie packen und dann so in den Ofen tun. Genau, wenn man ihn dann vom Backofen rausnimmt, dann tut man eigentlich die Rinde weglüpfen. Und dann kann man so den Käse auslöffeln mit dem Brot rein. Man kann die Rinde essen. Ich persönlich würde es jetzt beim Mondach tragen. Der Waschkämmen durch Alpen kann man aber auch kalt essen. Der muss nicht unbedingt in den Backofen. Jetzt, wenn man so einen ganzen Leib hat und da mit dem Messer irgendwie rein, das kommt nicht gut. Darum, man kann ein bisschen mit dem Messer am Rand das schön so dran drücken und den so rausholen. Wenn man aber nicht weiss, wie reif das ist, kann man auch die Holzfassung abnehmen. In die Metallklemmerchen kann man mit dem Messer unten rein. Und mit denen will man sich wirklich nicht stechen. Jetzt sieht man hier die Holzfassung innen nachher. Da bildet sich natürlich ein Schimmel, der wäre ja essbar, das ist nichts, wo man sich darüber Gedanken machen muss. Den kann man drauf lassen zum Schneiden. Ich persönlich habe das nicht gerne. Man kann nah den leicht ablüpfen. Wenn er sehr reif ist, klebt er aber fest unten dran. Mit der stumpfen Seite des Messers, wenn er zu fest klebt, kann man auch rein und schön in einen Winkel, dass man nicht die Käse schneidet. Dann kommt der sauber drauf. So. Genau, und so hat man dann den Waschkämmen durch Alpen schön ohne die äußere Holzfassung. Welches Messer nehme ich da und warum? Ich habe das gerne das Brotmesser. Weil einerseits die Holzfassung die hat ein bisschen Widerstand und andererseits klebt das, also wenn der Käse reif ist, klebt das weniger an den Zackeln und kommt man besser weg. Wichtig ist, setze das Messer möglichst weit hinten an. Gehe ein bisschen in den Teig rein und dann gehe ich einmal ruckartig durch, dass ich die Rinde mitschneide. Warum nehme ich das Brotmesser? Der fließt jetzt schon ein bisschen, ist er auch noch ein bisschen kühl. So fließt einem der Käse nicht weg und das Messer bleibt dran kleben. Ich empfehle immer, die nötige Menge, die man braucht, rauszuschneiden. Das Messer kurz nach dem Käse ansetzen, leicht rein und ruckartig durch. Vielleicht noch ein bisschen hin und her, dass das Holz sauber durch ist. Und dann bekommt man ein sauberes Stückchen. Jetzt kann man natürlich so die Rinde wegnehmen oder auch seitwärts so. Der Käse bleibt dann einfach kleben. Da kann man das dann so weglüpfen. Und dann kann man so schön den Teig rauslöffeln oder auch einfach so schnäfeln.